Willkommen beim Kampf der Giganten. Wer wird gewinnen? Das Toverland oder Efteling? Wer wird gewinnen? Und jetzt die Kategorien. Wir haben fürs Parken 12,50 € bezahlt und Eintritt 41,50 €. Daher gebe ich dem Toverland fürs Pricing 5 Punkte. Was die Preisgestaltung im Efteling betrifft, wir haben bezahlt fürs Parken 15 € und für die Tageskarte 45 €. Also würde ich sagen, Preisgestaltung 4 Punkte. Toverland ist kein sehr großer Park, aber nach so fast einem ganzen Tag auf den Attraktionen merkt man doch schon, dass er auch nicht klein ist. Also er ist schön überschaubar, man muss nicht allzu weit laufen, um die Attraktionen zu fahren. Es ist alles noch sehr fußläufig und in der Nähe. Deswegen gebe ich der Fußläufigkeit und der Größe 5 Punkte. Größe und Fußläufigkeit. Dieser Park ist sehr, sehr groß, also man läuft sehr viel. Man merkt es aber nicht, weil man ist so abgelenkt von der Thematisierung und den Geschichten drumherum und es ist einfach Wahnsinn. Und deswegen würde ich sagen, aufgrund der Größe und dass man halt echt viel läuft und nehmt euch bequeme Schuhe mit, 4 Punkte. Fangen wir an mit Thrill, zum Beispiel mit Phoenix, die gerade fährt. Also bei Attraktion und Thrill würde ich, sorry der Drachen, bei den Attraktionen
Bei den Attraktionen Thrill gebe ich dem Toverland 4 Punkte. Wie sieht es eigentlich bei dir in Efteling aus? Wie ist deine Punktevergabe? Wie es bei mir in Efteling läuft? Super! Wie du siehst, bin ich hier im Bereich der Achterbahn. Und apropos Achterbahn, Attraktion Thrill kriegt Efteling von mir komplette Punktzahl, 5 Punkte. Weil die Achterbahnen, die hier sind so geil thematisiert und machen so viel Spaß. Deswegen definitiv für Efteling und die Achterbahn 5 Punkte. Ihr seht, sitze ich gerade in Merlin's Quest. Das ist eine sehr schöne, ruhige Bootstour, die durch den Teil von Avalon führt und hat auch einen sehr schönen dunklen Part, also einen Dark Part, der wirklich sehr schön gemacht ist. Deswegen gebe ich dem Toverland für die Attraktion Chill, also entspannte Attraktion, 4 Punkte. Dat het gewenst is dat u dit nu niet doet. Fantasia! Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia! Daar je hoor. Helaas te laat. Too late voor de audience. Zu den Attraktionen Chill. Es gibt sehr viele schöne, gemütliche Fahrten. Und dann gibt es von mir 5 Punkte, volle Punktzahl, weil die Thematisierungen, die sie hier haben von den ruhigen Fahrten, Wahnsinn.
im Toverland sind die Wartezeiten sehr angenehm. Man wartet so im Schnitt unter der Woche, jetzt wenn keine Ferien sind, 5 bis 10 Minuten an der Attraktion, um diese fahren zu können. Und jetzt haben wir Nachmittag, jetzt ist es sogar so, dass man teilweise sitzen bleiben kann, weil gefühlt nichts mehr los ist im Park. Also ein Tipp von mir, geht unter der Woche. Wenn keine Ferien sind, dann ist es nämlich sehr ruhig und sehr angenehm und man kann die Sachen viel öfters fahren. Punktevergabe für die Wartezeit, 5 Punkte, volle Punktzahl. Kijk eens, hoe hij lekker baart. In de hoop dat Roodkapje zo dadelijk binnen zal komen. Heel oud-Nederlands. Jullie weten allemaal hoe het sprookje verder gaat. Roodkapje en grootmoeder zijn gelukkig door de jager gered. En ze leven. Die Wartezeiten im Park sind etwas mehr als im Toverland, aber bis jetzt auch angenehm. Es ist unter der Woche, es sind keine Ferien. Man wartet, je nachdem welche Attraktion, zwischen 15 bis 30 Minuten. Also für Wartezeiten gebe ich Efteling, momentan da es so ruhig ist, 4 Punkte. Zie hier dit beeld van de ijzeren heks Morgana. Ooit teisterde zij Avalon als een ijsdraak. Inmiddels, veilig opgesloten in de kerkers van tovenaar Merlijn, is zij nu nog slechts ijzig vermaak. Freizeitpark ist auch natürlich die Thematisierung. Und da muss ich sagen, macht das Toverland eine sehr gute Arbeit. Also dieser Park ist wunderschön thematisiert. Mal schauen, wie es in Efteling ist. Deswegen gebe ich dem Park für die Thematisierung 4 Punkte. Ja, september grande. Und deswegen im Thema Thematisierung muss ich sagen, ist Efteling eine ganz andere Welt. 5 Punkte, volle Punktzahl, weil wow, also thematisieren, das können die hier richtig gut. Du bist in einer ganz anderen Welt.
Heute keine Shows erlebt, nur schon mal die Vorbereitung für die Halloween-Dekoration. Aber es gibt, soweit ich weiß, auch Meet and Greet mit den Maskottchen. Deswegen würde ich sagen, Toverland kriegt für Entertainment-Faktor 3 Punkte. Entertainment. Dieser Park bietet sehr viel. Sehr viele Shows, sehr viele Attraktionen, sehr viel zu sehen. Deswegen Entertainment, Efteling definitiv volle Punktzahl mit 5 Punkten. Wow! So, das Finale. Wer hat gewonnen? Toverland oder Efteling? Ich würde sagen, die Punkte sprechen ganz klar für Efteling. Kannst du mir ein Stückchen Papier geben? Hallo? Kannst du mir ein Stückchen Papier geben, bitte?